Diesmal erkunden wir 2 verlassene Häuser auf einem Grundstück, die uns sofort in ihren Bann ziehen. Beide wirken, als hätte seit vielen Jahrzehnten niemand mehr darin gelebt. Schon beim Betreten bemerkten wir die vielen alten Details, die Geschichte aus längst vergangenen Tagen erzählen. Es wirkt fast so, als hätte hier jemand einfach aufgehört zu leben. Kommt mit auf diese faszinierende Reise durch die Vergangenheit. So Leute, wir sind jetzt in der Location drin. Tür stand mal wieder einfach offen. Also eigentlich ganz einfach, ne? Abgesehen davon, dass es direkt nebenan wieder irgendwelche Nachbarn gibt, die das Grundstück wirklich direkt nebenan haben. Also da müssen wir vorsichtig sein. Aber ansonsten sieht es ganz gut aus, ne? Das stimmt, ja. Gehen wir mal rein. Ja. Von dem Windfang ging es dann quasi hier direkt ins Haus rein. Sehr schön. Hatte hier schon eine richtig schöne Garderobe, wo auch noch Mäntel hängen, vermutlich von einer älteren Dame. So sieht's aus. Da oben ist noch so ein Hirschgeweih, ne? Ja, so ein Hirschkopf. Und einen richtig schönen Flur hatten die hier gehabt, wie man sieht. Oh, guck mal hier hinter dir. Ja. Sehr schön hier. Kleines Kleiderwurfi. Stoffhund, ne? Sehr, sehr schön. Das ist so ein schöner Schrank, der auch teilweise noch etwas gefüllt ist mit Gläsern. Vermutlich standen vorher mal noch ein paar mehr drin. Das stimmt. Und hinter dir befindet sich direkt die Gästetoilette. Aber schau dir mal hier an den Wänden diese Verzierung an. Richtig schön. Weißt du, was ich gerade interessanter finde? Dass hier auch noch eine Tür ist. Oh, stimmt, da ist noch eine Tür. Die habe ich gerade gar nicht gesehen. Wie kommst du denn da hin? Da steht der Schrank ja da vorne. Ja, ist so eine Art Abstellkammer, aber ist auch komplett leer. Dann war der Schrank vielleicht mal woanders gewesen und der ist hier schon hingestellt worden. Vielleicht sollte der mal abgeholt werden. Ja, kann sein. Oder die Abstellkammer ist nicht mehr genutzt worden. Aber schaut euch einfach mal hier diese schönen Verzierungen an, ne? Richtig schön geschnitzt ins Holz. Sehr, sehr schön. Die wurden hier überall noch nachträglich auf die Türen platziert. Ja, und hier das Badezimmer. Ach Gottchen, guck mal. Schon irgendwelche Idioten haben da schon gesprayt. Guck am besten gar nicht erst genauer hin. Ne. Schade, ne? Ist da was? Nee, sah nur so komisch aus, weil da die Fliesen hinter sind, die so dunkel sind. Ne? Das sah aus, als ob da jemand stehen würde. Und hier geradeaus, lass mal geradeaus gehen. Hier geradeaus. Naja, hier geht's in den obligatorischen Horrorkeller. Und hier ging es dann in die Küche. Ja, in die Küche. Schön. Schön klein, schön gemütlich. Sehr schön, ne? Ja. Sehr, sehr schön. Ist das nicht hier so ein Stift für Diabetiker? So ein Pen? Ja. Ja, das ist auch alles hingekritzelt worden, leider Gottes. Schlimm, ne? Ja, aber macht man sowas unnötig, finde ich, ne? Ja. Aber echt relativ klein, die Küche, ne? Aber ich glaube, das Haus ist jetzt nicht so groß, ne? Zumindest von außen wirkt es nicht so groß. Aber man sieht ja hier diesen Tisch, ne, wie eng das halt ist, hier lang zu laufen. Oder wenn man halt hier gekocht hat. Ich weiß nicht, ob man dann den ganzen Tisch vielleicht hier in die Ecke geschoben hat. Oder vielleicht stand der Tisch auch mal hier, wenn man jetzt gerade hier am Kochen war. Dass man hier von dort nach dort laufen konnte. Ist schon eng. Ja, aber ich glaube ich nicht. Was sagt der Kühlschrank? Ja, der Kühlschrank ist sieht auf gut jeden aus. Fall sehr dreckig, aber Normal, ne? ja. Hier ist noch ein Kalender an der Wand. Von wann ist denn der? Können wir mal gucken. 83. Boah, 1983. Was steht auf Polnisch da oder sowas, ne? Polnisch. Ich glaube ja auch Polnisch, ja. Bevor das Video weitergeht, kurzer Hinweis an euch alle. Unsere Kalender sind da. Ja, in 2 verschiedenen Größen, wie in den Jahren zuvor, gibt es unsere Lost Places Kalender. Einmal in DIN A4, das sind die kleinen, und einmal in DIN A3, die großen. DIN A4 ist schon geliefert worden, DIN A3 kommt nächste Woche. Und unter allen Leuten, die hier kommentieren, unter diesem Video werden wir einen kleinen Kalender verlosen. Also fleißig kommentieren und schaut gerne in unserem Shop vorbei. Dort könnt ihr beide Varianten, den kleinen und den großen, bestellen. Oh, hier ist aber richtig zugemüllt, ne? Ja, richtig zugemüllt. Wahrscheinlich lag das alles mal sehr ordentlich hier. Ja.
Lass mal lieber woanders lang gehen, oder? Ja, das macht hier keinen Sinn, drüber zu steigen. Ich würde mal vermuten, dass es gleich mal ursprünglich so eine Art Abstellkammer war. Da geht es wahrscheinlich nach oben von der Treppe her. Da geht's nach oben, ja. Wir können erstmal, hier sind noch 2 Räume. Will ich auch sagen. Hier wollten wir ursprünglich nicht überall die Dinge hinwegsteigen und dachten, wir könnten von der anderen Seite aus weiterkommen, was sich jedoch als Irrtum herausstellte. Am Ende hatten wir sogar vergessen, dass es dort hinten noch weiterging. Zum Glück ist Jirka trotzdem weitergelaufen und hat spannende Entdeckungen gemacht. Hier sind seine Erlebnisse. Oha, wo kommen wir denn? Ach du Schwede. Ach du Schwede, sag ich schon. Wo kommen wir hier hin? Hier kommen wir hoch, hier stehen die Schuhe in Reihe und Glied. Wie unheimlich ist das denn? Okay, krass, wie man hier gewühlt hat. Aber das Zimmer da hinten sieht sehr, sehr, sehr spannend aus. Oha, das Zimmer wirkt wirklich sehr interessant. Jetzt können wir uns mal umdrehen hier. Hier war noch mal ein Herd, 2 Herde sogar. Küche. Und eine ganz alte mit Marmorplatte noch? Ja, das ist eine Marmorplatte. Aber das hat man als Werkzeugbank. Hä? Das ergibt ja jetzt gar keinen Sinn gerade. Naja, jeder lebt anders halt, ne? Gut, dann gehen wir mal weiter. Boah, dieser Raum sieht aber wirklich spektakulär aus, Freunde. Jetzt weiß ich auch, warum oben so poltert. Wenn man hier den Müllberg sieht. Alter Schwede, ey, das ist ja mal. Was ist das denn? Hä? Das sieht aus wie so ein wie so eine Art Chefbüro, ne? Krass, Freunde. Guckt mal, die Brille da noch, das ist vom Fotografen. Aber drapiert, das sieht man. Hä? Hier konnte man sich so hinsetzen, 2 Mann. Dann war hier eine Art Schrank oder ist hier eine Art Schrank mit Aktenordner oder vielleicht Unterlagen. Sogar noch, guck mal, die Geschenke, die Blumengestecke sind noch in Folie gepackt. Und dann hat hier der Chef gesessen und gelesen. Und boah, das ist ein bisschen unheimlich hier. Heftig, ey. Freunde. Auch die ganzen Einzelheiten, die hier so stehen, ne? Calcium. Also ich sehe schon ein bisschen weiter. Ich gucke ja mal nach links und rechts, was hier passiert, ne? Was ist das hier? Das ist leer. Das ist heftig, Freunde. Hä? Es ergibt aber keinen Sinn. Du gehst durchs gesamte Haus und kommst hier zu so einer Art, ja, weiß ich nicht. Es sieht ja aus wie so ein, als wenn hier der Chef gesessen hat, ne? Oh, hier auch jede Menge persönliche Unterlagen noch. So. Und hier hat man dann gesessen und sich beraten. Was ist hier los, Freunde? Aber überall auch diese ausgestopften Tiere. Entweder war das ein Jäger. Ich weiß es nicht. Das ist schon sehr unheimlich hier. Krass, ey. Ja, ich möchte mal versuchen, jetzt mich da irgendwie mal hinzusetzen fürs Thumbnail. Aber wo stelle ich denn die Kamera hin? Oh, guck mal, wie die Spinnweben hier so durchleuchten jetzt. Jetzt sieht man das erst, weil ich die Taschenlampe so dahinter gestellt habe. Oh, und die ist auch voller Spinnweben. So. Aber wer rechnet denn durch so einen mühligen Gang mit so einem tollen Raum eigentlich, ne? Niemand. Gucken wir erstmal, was da hinten noch ist. Der Horrorkeller. Das sieht echt gruselig aus, ne? Wow. Das wirkt alles schon ein bisschen aufgeräumter, ne? Das riecht hier nach Alkohol. Riechst du das? Nee. Das riecht nach Alkohol. Schaut mal hier in die Schränke. Das ist einfach wirklich... Die ganzen Teller sind alle noch da. Hier auch, auf der anderen Seite. Noch die Tischdecke hier drauf. Schön, ne? Sehr, sehr schön. Und guck mal, da hinten ist noch so ein Hochzeitsbild. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr altes Bild, ne? Vermutlich gerade geheiratet oder ist da vielleicht noch ein Baby im Arm? Kann man sehr schlecht erkennen, ist sehr verblasst. Ist es ein Blumenstrauß oder vielleicht ein
ein Kind, was in eine Decke eingehüllt ist, schwer zu sagen, aber auf jeden Fall ein Hochzeitsbild, entweder mit Blumenstrauß oder mit einem Baby auf dem Arm, schwer zu erkennen. Hier ist ein Kontoauszug vom 10. Juni 1994 und der Kontostand betrug einfach mal 38.711 Euro. Nee, ist ja gar kein Euro gewesen damals. Da war in Frankreich waren es ja dann französische Francs. So rum. Aber 38.000. Was sind denn französische Francs? Ist das so? Ja klar, das ist die Währung von damals. Franc. Franc, ja. Noch mehr Unterlagen. Aber die scheinen höchstwahrscheinlich vielleicht einen polnischen Background zu haben von dem Familienname. Der ist auf jeden Fall polnisch. Das auf jeden Fall. Das ist ein Schreiben vom 3. Oktober 1996. Passt ja ungefähr, ne? Der Kalender wird auch aus den 90ern. Ich habe das Schreiben für euch mal ins Deutsche übersetzt, da der Inhalt ziemlich interessant ist. Sehr geehrte Dame, um die Registrierung des Todes Ihres Ehepartners abzuschließen, bitten wir Sie, uns folgende Unterlagen zuzusenden. Eine Sterbeurkunde, ausgestellt vom Krankenhaus, ein Zivilstandsformular, auszufüllen vom Zivilstandsbeamten. Um diese Dokumente so schnell wie möglich an uns zurückzusenden, stehen wir Ihnen für weitere Informationen zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen, Madame. Wir sprechen Ihnen unser Beileid aus. Alles schon so alt hier. Seitdem liegt das hier alles rum. Leider kaputt gemacht worden. Das ist aber auch eine geile Kombi, ne? Guck mal hier. Hier gab es mal so einen offenen Kamin. Hier ist dann jetzt ein Kaminrohr verlegt. Und da ist ein neuer Kamin. Aber geheizt wurde auch hier mit der Heizung. Und hier der Garten komplett zugewuchert. Schaut mal hier. Hier im Schrank noch der Fernseher. Und jetzt schaut euch mal das hier an. Das sieht ja mal richtig krass aus, oder? Ist das ein Nähzimmer von ihr gewesen? Hier ist noch so eine Nähmaschine mit Knöpfen, die noch hier liegen. Die gute von Singer. Und hier noch so ein ausgestopfter Vogel. Und hier auf der anderen Seite nochmal eine Nähmaschine mit Knöpfen. Und die waren definitiv auch gläubig, wie man sieht. Hier. Schön, ne? Sehr, sehr schön alte Nähmaschine. Heutzutage ist es eine schöne Deko. Und damals hast du echt hier mit noch genäht, ne? Sind da noch Garn drin? Ja. Nadeln ist auf jeden Fall noch drin. Naja, müsste, glaube ich, hier drauf sein, ne? Aber hier ist noch Garn. Schön. Und ich denke, hier kommt auch der Gestank vom Alkohol. Hier hat irgendjemand die Flasche geöffnet und 2 Gläser eingeschenkt. Steht nämlich da oben und das riecht nämlich sehr, sehr, sehr doll. Das war hier so eine Standuhr offenbar gewesen, seht ihr das? Aber da fehlt innen drin, fehlt alles. Hier ist irgendwie noch ein Teil von der Abdeckung da, aber das komplette Innenleben ist schon gar nicht mehr da. Oh Gottchen, hier noch ganz altes Buch. Arthur und Merlin. Daneben noch ein anderes Buch. Mein Gott, wie in so einem Museum hier. Ey. Richtig, richtig schön. Und überall diese massiven Holzmöbel, ne? Hier. Wollte ich nicht zeigen, das ist eine Toilette, wie sie immer zu finden ist. Oh, meine Güte. Guck mal hier, die Pflanze. Dass die noch nicht umgefallen ist, die muss auch sicherlich irgendwie festgemacht worden sein, oder? Hier oben waren auf jeden Fall 3 Schlafzimmer. Das ist deutlich kleiner als unten, ne? Gehen wir hier rein. Ui.
Sehr, sehr beengt, ne? Ja, sehr, sehr klein. Und man sieht es ja hier oben. Die Decke ist kaputt. Liegt hier alles. Ui, ein schönes Bild, ne? Geht so. Sehr schöner Schrank, auch hier so massiv. Ist So zu. geht. Ja, aber hier kannst du aufmachen. Aber ist komplett leer. Schön. Hier liegen aber noch die Lockenwickler drin. Ja, die Lockenwickler. Die guten alten. Hier das nächste Schlafzimmer. Ähnlich klein, aber doch deutlich mehr Einrichtung. Guck mal, da hinten ist noch so ein Babybett, ne? Da hinten ist noch ein Babybett. Und diese Tapete, die ist doch mal so richtig 70er Jahre like, oder? Aber richtig, ne? Guck mal hier. Popeye. Oh. Gott. Das ist aber Popeye in der Grusel Edition, oder? Der sah schon immer so aus. Ja, Aber jetzt nicht jetzt vom. Ja, der ist einfach nur dreckig. Guck mal, hier oben war die Mütze drauf, das siehst du ja. Dass der hier oben noch normal aussieht, ne? Alles andere ist halt so, ja. In die Jahre gekommen, sag ich mal. Das Ne? stimmt, aber sehr. Hier liegt noch irgendwas von einem Elektrizitätswerk. Das ist aus dem Jahr 1969. Wird der mal alles älter hier, ne? Hier ist auch noch ein Brief. Poststempel auch, ja, 1969. Gibt's doch gar nicht. An Madame. Also bislang haben wir alles immer an Madame. Wir hatten ja unten auf jeden Fall ein Hochzeitsbild gesehen von den beiden. Ja, aber vielleicht waren die schon wirklich so alt, ne? Dass einer schon verstorben ist und der andere erst ein paar Jahre später, ne? Ta photo reste sur ma table, ton sourire figé, inoubliable. Les mots d'adieu résonnent en moi. So, ab in den nächsten Raum. Mein Gott, ist das jetzt zugestellt? Ja, wir passen gar nicht beide hier zusammen hin, ehrlich. Nee. Hier, Lampe brauche ich gerade nicht. Ja, auch ein sehr, sehr kleines Schlafzimmer. Also wirklich ein sehr, sehr kleiner Raum. Man sieht ja hier, wie wenig Platz man hat. Totschicke Tapete auf jeden Fall, ne? Und dann halt hier dieses Bett. Jetzt haben wir 3 Schlafzimmer hier entdeckt. Bei dem einen würde ich sagen das Hauptschlafzimmer und jetzt hier diese beiden. Und da drüben, da liegen einfach Zähne noch rum. Teil von einem Gebiss offenbar. Hier. Bett ist auf jeden Fall noch bezogen. Und hier in den Schränken ist auch noch einiges drin. Aber ich würde sagen, die meiste Wäsche ist nicht mehr da. Hier ist noch ein ganz altes Foto. Ist vielleicht hier aufgenommen worden, das Bild im Garten. Von einem Mädchen. Sieht aber auch alles so 60er Jahre mäßig aus. So, ich bin wieder draußen aus dem Raum. Dann guck dir jetzt mal diesen interessanten Raum da an, diese richtige Rumpelkammer. Ich Abstellkammer. glaube, rechts könnte es ins Badezimmer gehen, Aber wenn schaut mal, wir oben eins hatten. wie viele Kleiderbügel hier am Boden liegen. Und ich sehe auf jeden Fall da drüben gerade durch den Schlitz Fliesen. Also tatsächlich Badezimmer, ja. Ja, aber ey, muss man über die ganzen Kleiderbügel steigen, um hier hinzukommen. Scheiße, ey. Boah, was für ein Horrorbadezimmer. Ja, Ja, naja, der drauf steht, ne? es geht nicht so gut dahin. Hier, Leute. Aber man sieht die Person. Man sieht die Person, die hier zuletzt gelebt hat, war auf jeden Fall älter. Eine Badewanne mit einem Sitz drin. Boah, aber das ist auch nicht so ein Sitz, der so up to date ist, ne? Das sieht alles so alt aus. Sag mal, meinen Sie, es ist echt vielleicht schon seit den 80ern verlassen? Nee, 90ern. Das muss so hundertprozentig wirklich. 90er, 94 war das gewesen, das älteste, ne? Das jüngste. Ja, ich weiß nicht mehr, was auf dem Kalender stand. 96, 97? Boah, das muss echt. Also auf jeden Fall irgendwann in den 90ern. Sprich, es wird jetzt schon 30 Jahre
Muss echt wirklich. verlassen sein ungefähr. Muss wirklich. So wie das hier oben aussieht überall. Unfassbar. Das ist echt krass, oder? Aber man muss ehrlich sagen, der Zustand vor dem Haus ist echt noch sehr, sehr gut. Ne? Gute Also an einer Bausubstanz. Stelle war es ein bisschen kaputt, hatten wir gerade gesehen. Ne? Aber ansonsten sieht es echt noch sehr super aus. Ne? Finde ich auch. Dafür, dass jetzt hier über 30 Jahre Ja. keiner mehr lebt und dementsprechend ja hier auch nichts mehr gemacht wurde. Ja. Boah. Und auch mit Schimmel, finde ich jetzt Ja, gar nicht irgendwie. Nee, ein bisschen hat man gesehen, aber echt nicht viel. Ready. Yes. Müssen wir denn da lang? Ich weiß gar nicht, ob wir hier lang müssen. Nein, wir müssen da lang. Hier war noch so eine Garage gewesen, komplett zu, mit 1000 Sachen. Da brauchen wir gar nicht gucken. Okay. Toilette. Toilette. Hier war die Toilette? Draußen, ja. Ach du Scheiße, Leute, tatsächlich. Dahinter befindet sich echt eine Toilette. Gibt's doch gar nicht, ne? Aber da kann man mal sehen, wie alt das Ganze hier ist, ne? Dass die Toilette noch draußen war, ne? Hier ist übrigens ein weiteres Haus. Gucken wir uns gleich auf jeden Fall von innen mal an. Die hatten offenbar echt hier ein kleines Kind gehabt, ne? Entweder Enkelkind vielleicht oder so. Ja, aber das Urenkel. Babybett wird ja eher für ein eigenes Kind sprechen, ne? Hier ist tatsächlich noch so ein Baumhaus, ne? Und der Garten, der muss mal richtig schön ausgesehen haben, ne? Der ist richtig weitläufig, das geht bis da ganz hinten hin. Richtig schön. Und hier das besagte Wohnhaus, da gehen wir uns auf jeden Fall mal rein. Ach du Scheiße. Was ist? Ja, guck da mal rein, ey. Gehen wir nicht rein? Okay. Ja, hier kann man nicht unbedingt rein. Guckt euch mal dieses Spinnweben hier an, ne? Meine Güte. Hier ist einfach alles vollgestellt. Wie so eine Müllkippe. Kann man nur hoffen, dass das jetzt hier besser aussieht, ne? Geh mal rein. Ich sag ja hoffen. Ah, okay. Hier war ein Badezimmer. Mit Badewanne. Sehr schön. Aber hier geht's noch weiter, Sabrina. Hier ging es dann ins eigentliche Haus offenbar. Naja, wirklich besser wird das nicht, ne? Okay. Ja, aber geht schon, ne? Also es wird wahrscheinlich wirklich genauso alt oder vielleicht noch älter sein als drüben das, ne? Ja, Das ist doch gar nicht. Guckt euch das mal an, wie das hier aussieht. Diese Küche, dieser Teil der Küche. Hier noch so ein Backofen. sehr, sehr alt, Anja, ey. Ja, und sehr, sehr zugestellt, ne? Unfassbar, ey. Also ich glaube hier wohnt gefühlt vom Optischen her auf jeden Fall 70er, 80er niemand mehr. Also Ja. wenn hier noch jemand in den 90ern gelebt hat, dann weiß ich es auch nicht. Ich bin mal gespannt, ob wir dazu noch irgendwas finden. Ja. Kämpfen wir uns mal über die Rasenmäher fort. Ja, ihr seht, es ist wirklich sehr zugestellt hier, ne? Oh mein Gott. Hier ist Schlafzimmer. Oh, ich möchte unbedingt wissen, wann das hier verlassen ist, ne? Komm mal rein. Guckt euch das an. Der Schrank, der ist auf jeden Fall schon in sich zusammengefallen. Ja. Das ist so heftig hier. Das Das Bett, guck mal, wie tief das Bett ist. Ja, tatsächlich. Ich dachte gerade, das wäre irgendwie eine Etage runtergefallen. Nee. Aber das ist tatsächlich so tief. Ja. Heftig, ne? Guckt euch das mal an. Ich hoffe, man kann es einigermaßen gut erkennen. Aber das ist so hoch wie mein Fuß. Ja. So ungefähr, ne? Ja. Also wirklich. Richtig. Jetzt guck mal niedrig. hier in den nächsten Raum rein. Hier. Welchen Raum? Da. Okay, hier geht's in den nächsten Raum. Und hier ist einfach noch mal ein Bett. Und da hinten steht so ein Rollstuhl mit Toilette. Ne? Also werden hier auf jeden Fall ältere Leute gelebt haben. Da oben steht noch so eine Babyschale. Und da hinten in dem Kleiderschrank hängen sogar noch die Sachen. Ne? Unglaublich. Aber das Zimmer sieht echt
sehr aufgeräumt aus, im Gegensatz zu dem Rest hier. Eigentlich ganz nett. Nett und gemütlich. Vielleicht sind sie ja damals als komplette Familie geflohen, dass noch die Eltern damals mit waren, die dann vielleicht, ich sag mal jetzt in den 70er, 60er Jahren vielleicht verstorben sind oder dass die vielleicht hier gewohnt haben, weil das sieht sowas von alt aus. Ja. Also anders kann ich das nicht interpretieren. Aber hier liegt auch nichts, wo man jetzt mal hätte sagen können. Nein. Man hat irgendwie mal einen Anhaltspunkt, ein Datum oder irgendwas. Nur Ne? die Möbel, die noch da sind, aber sonst gar nichts. Vielleicht hältst du mal ganz kurz fest, dann gucke ich mal hier. Guck mal hier, ich bin jetzt mal in den Raum reingegangen. Hier ist einfach noch so eine Kindertapete. Ne? Das kann doch kein Kinderzimmer hier gewesen sein. Ja, Also der wann- Fernseher spricht jetzt auch nicht für 70er Jahre. Das ist eher so ein das 90er Jahre Fernseher. Ja, aber hier wurde ja nichts, also es muss so provisorisch als Schlafzimmer oder irgendwas genutzt worden sein, ne? Ich weiß es nicht. Da hinten, das sieht für mich so aus, als wenn da hinten so die Wintermäntel wären. Ne? So die, Ja. ja, sehr eigenartig alles hier. Und hier überall sieht man, kommen die ganzen Tapetenbahnen alle mittlerweile runter. Und da, ey, hier oben, übelste Spinnennetz, ey. Inklusive Spinnen natürlich, ne? Da oben ging's in den Dachboden. Aber sehr klein hier, ne? Sehr, sehr klein. Da geht's aber mal weiter. Kommst du da hin? Nee, da will ich jetzt auch nicht hin. Muss ich mit hier an die ganzen Dinger dran. Nachher komplett schmutzig, ey. Das ist auch nicht dahin. Ich glaube, das ist auch nur ein Schrank. Ja. Wahnsinn. Wie das hier aussieht, Ein ey. einziger Zettel hier, ne? Das gibt's doch gar nicht. Nichts. Nichts mehr drin. Nicht ein einziger Anhaltspunkt. Lass los. So Leute, wir sind am Ende angekommen. Schaut gerne beim Jirka vorbei. Ansonsten eines dieser folgenden Videos unbedingt anschauen. Lasst noch ein Like da, schreibt weiter unten einen Kommentar. Und dann sehen wir uns bald wieder. Und bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.